Hallo, hallo, ist da jemand? Hallo, hallo, ist da jemand? Sender Everyven sendet. Sender Everyven sendet. Liebe Leute, gleich hört und seht ihr Neues von den Lückenknüller-Kids. Sie leben in einer kleinen Stadt auf einem kleinen Planeten, wo niemand erwachsen wird. Beide heißen Everyven. Dabei sollte Everyven nicht mit einem Oberpfälzer Ort verwechselt werden, der das Autokennzeichen WEN hat, aber keinen Hafen. Everyven hat einen. Die Lückenknüller-Kids selber sind die Jungen Melo und Hier soll es schön sein und die Mädchen No Nein und Hier wohne ich. Ihre Eltern sind Vulkaner und Wufi, ebenso der echte Maturn und große E. Außerdem gibt es in Everyven Pröppels, Elfs, Doosköppel, Löffler, rechte und linke Hände und viele andere. Ihre Abenteuer werden von Omar Sheriff aufgezeichnet, von einer jungen Person, die lieber inkognito bleibt. Sie trägt eine Tüte über dem Kopf und ihre Geschichten sind wahr. Episode 3 erzählt aus der Zeit, als die Kids noch ganz klein sind und vor allem davon, dass Erwachsene im Wald eine WAA bauen wollen. Groß E und Wufi und viele andere aus Everyven sind dagegen. Leider stehen die Staatsstiefel nicht auf ihrer Seite. Das war's im Allgemeinen. Jetzt aber ins Detail. Es ist wieder soweit. Endlich ist es wieder soweit. Die Lückenknüller-Kids. Geschichten aus Everyven von Omar Sheriff. Heute Vater der Fahrzeuge. Das waren schlechte Nachrichten. Die Erwachsenen hatten beschlossen, im Wald von WAA eine Fabrik zu bauen. Der schöne Wald. Viele Eltern, Pröppel und Elfs aus Everyven waren empört. Auch Groß E und Wufi. Die Lückenknüller-Kids, Melo und Hier soll es schön sein, waren noch klein. Der Weg nach WAA war für einen Spaziergang eigentlich zu weit. Das sah man jetzt anders. Mitten im Wald stießen sie auf einen Chaosfalter. Er saß auf einem Baumstumpf und schlief. Bald würde hier kein Baum mehr stehen. Stattdessen wären Straßen und Gebäude da. Aber das wäre alles nichts gegen die unberechenbaren Kettenreaktionen, die der Falter mit einem Flügelschlag auslösen könnte. Gleich sind wir da. Gleich am Waldrand stand ein Dorf aus Zelten und Hütten. Auf den Wegen herrschte ein Gedränge von einheimischen und angereisten Pröppels, Elfs und Giftpies, die sich vorher noch nie gesehen hatten. Alle vereinte der Gedanke, der Wald muss bleiben. Aber was war zu tun? Gab es Pläne und wo würde man davon erfahren? Da war das Versammlungszelt und dort die Feldküche. Und hier die Stelle, wo Wufi und Hier soll es schön sein ihr Zelt aufschlagen würden. Wufi hatte einen Lagerplatz zwischen den ersten Zelten gefunden und versorgte das Kind. Es wurde schon dunkel. »Bleib hier, ich komme gleich zurück«, sagte Wufi und folgte den anderen zum Versammlungszelt. Er hoffte, dort seinen Platz im Widerstand kennenzulernen. Das Kind aber wusste gleich, dass dieser Platz nur bei ihm sein könnte und begann Wufi in der Menge zu suchen. Der Anblick des Kindes, das seinen Papa suchte,
brach Herzen. Wufi begriff von selber und schnell, wo sein Platz war. Das Kind durfte keine Angst bekommen. Wufi hoffte, dass er noch rechtzeitig zurückgekommen war. Nach der großen Versammlung war es im Lager ruhig geworden. Vater und Kind waren schon vorher in das Zelt gekrochen gewesen. Der Mond stand am Himmel. Die Glut des Lagerfeuers versank in der Asche. Das Kind schlief wie ein Engel und merkte nicht, dass der Aufstand der Giftpies und ihrer Verbündeten gegen die Erwachsenen ausgebrochen war. In kleinen Gruppen verschwanden sie im Wald. Hoffentlich wecken sie den Chaosfalter nicht. Stunden vor dem Morgengrauen hatten die Aufständischen die künftige Fabrikbaustelle erreicht. Mit der Unterstützung des Bibers Killerkalle aus Almat schritt der verbotene Bau ihres Freundschaftshauses geschwind voran. Wufi träumte, dabei zu sein, aber der Atem des Kindes, den er im Halbschlaf hörte, holte ihn zurück. Liberty hatte den Aufständischen ihre ganze Kraft zur Verfügung gestellt, so dass sich die Bäume wie von selber zum Blockhaus fügten. Der Freiheitsdurst der Waldfreunde war grenzenlos, wenn es nur schon Tag wäre. Bisher war alles planmäßig verlaufen, auch bei Wufi. Hier soll es schön sein, hatte auch diese Nacht eine Flasche gewollt. Es war ein strahlender Sommertag, aber unter den Lagerbewohnern herrschte angespannte Stille. Alle warteten auf die Nachrichten im Radio. Am lautesten war der Hubschrauber, der immer wieder vorüberflog. Großer Jubel brach aus. Heute haben Fabrikgegner den Bauplatz im WAA-Wald besetzt, verkündete die Radiostimme aller Welt. Jetzt gab es für Wufi kein Halten mehr. Er wollte dem Kind den Nabel der Welt zeigen. Wufi und Klein, hier soll es schön sein, erreichen und betreten den Wald, in dem die Gegner der WAA in der Nacht verschwunden sind. Wufi weiß den Weg nur ungefähr und fürchtet, zu spät zu kommen. Die Bäume atmen tief durch, als würden sie etwas ahnen. Die Rotorengeräusche verloren sich in der Ferne. Wufi wartete mit dem Kind auf dem Rücken durch ein Farnmeer. Da begegnete ihm die Freiheit in urweltlicher Größe. Aber das war zu viel Freiheit. Vater und Sohn hatten keine Orientierung mehr. Liberty übernahm die Führung. Jede Richtung konnte die richtige sein. Was war das? Wufis Entdeckung beendete die Freiheit. Auf einem Bahndamm, der vor ihnen den Wald teilt, steht ein Staatsstiefel. Liberty verschwindet im Dickicht. Es sind viele Staatsstiefel und die Rotorengeräusche des Hubschraubers werden lauter. Der Bahndamm ist sehr steil. Hurra! 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 Eine ganze Kolonne Staatsstiefel überquert mit erhobenem Schlagstock die Schienen und steigt in den gegenüberliegenden Wald hinab. Furchtsam, aber von dem großen Gefühl erfüllt, dem Ziel ganz nahe zu sein, folgen ihnen Wufi und das Kind. Mit dem Schlachtruf Giftpilze stürmen die Staatsstiefel vor. Auf der Anhöhe stand das Freundschaftshaus im vollen Sonnenschein. Die Elves, Pröppels und Giftpieces hatten sich gegenseitig untergehakt und bildeten eine Mauer. Die Staatsstiefel waren erst einmal stehen geblieben. Wer weiß, was ohne das Kind geschehen wäre. Mit Wufi war es bis in die erste Reihe der Staatsstiefel gekommen, wo es von allen gesehen wurde. Jetzt sahen sich die Gegner ebenfalls mit den Augen eines Kindes. Ermüdet von der Hitze schlief, hier soll es schön sein, ein.
Die Gegner sahen sich jetzt nicht mehr mit den Augen eines Kindes. Der Kampf war aus. Die Sanitäter der Aufständischen hatten viele Wunden zu verbinden gehabt. Erhobenen Hauptes gingen die Geschlagenen auf einem Waldweg zurück. Dort kam ihnen Wu Fi mit dem schlafenden Kind im Arm entgegen. Sie nahmen die beiden in ihrer Mitte auf. Die Zeit würde kommen. Alles hat seine Zeit. Immer noch sind Hubschrauber in der Luft. Das Lager füllt sich mit den geschlagenen Gegnern der WAA. Der Himmel dunkelt. Klein hier soll es schön sein, flog im Traum mit Wu Fi auf Wolken. Teilweise waren es Gewitterwolken und Wu Fi hatte Angst, dass ein Blitz einschlägt. Doch er war der Vater der Fahrzeuge. Schon tauchte Everyven unter ihnen auf. Groß E öffnete die Haustüre. Sie waren in Sicherheit.